Bahram, du hattest dir gewünscht, dass ich nochmal auf diese Elemente Bezug nehme. Das kann ich machen. Mal wieder anders als die Male zuvor. Schaut mal, wenn wir so in dieser, was ich gerade die Lichthaftigkeit genannt habe, in diesem Gewahrsein ruhen, ganz wach, frisch, wo alles Erleben stattfinden kann. Ja? Dieses Erleben, was da stattfindet, also unser Leben, das sind die 5 Elemente. Das besteht aus den 5 Elementen. Da sind sie alle drin. Und ich werde jetzt ein bisschen beschreiben, wie die 5 Elemente in jedem Erleben enthalten sind. Wir brauchen nicht ein anderes Erleben, was dann wässriger ist und ein anderes, was erdiger ist und so. Das mag sein, dass aus einer bestimmten Sicht sich dann die Anteile der Elemente verschieben, aber das trifft mehr auf die materielle Welt zu. In jedem Erleben denkt an irgendein starkes Erlebnis, was ihr gerade hattet, oder an die Sommerferien, was auch immer, was gerade hinter euch liegt, keine Ahnung, die Hausführung, die wir gerade hatten, was auch immer gerade war. Das Erdelement in diesem Erleben steht für das, was in diesem Erleben absolut verlässlich ist. Ja? Erde steht hier nicht für Festigkeit, wie im Materiellen oder für Gewicht oder so etwas, sondern für Stabilität, das, worauf man wirklich bauen kann. Und das, worauf wir in diesem Erleben, was euch jetzt gerade vielleicht in Erinnerung ist oder was wir können auch jetzt gerade, dieses gegenwärtige Erleben nehmen, mit dem Zoom, mit allem drum und dran, ne? Dieses Erleben, was absolut verlässlich ist seine nicht fassbare Natur, seine Vergänglichkeit, Unbeständigkeit. Das ist absolut verlässlich. Es gibt nichts, was dieses Erleben anhalten könnte. Nichts. Die gesammelte Anstrengung von uns allen in diesem Raum könnte diese Situation nicht anhalten. Okay? Das ist sowas von verlässlich, darauf können wir bauen, so wie auf ein gutes Fundament. Die nicht fassbare, leere Natur, was ein anderer Ausdruck für Unbeständigkeit ist, für nicht greifbare Natur, ist das Erdelement. Das mag für euch so paradox erklingen, aber das ist genau das richtig Verlässliche. Ja? Absolut stabil. Wenn es eins gibt, auf das ich zählen kann, ist, dass alles vergeht, dass alles sich ständig wandelt. Okay, hört sich paradox an, macht aber absolut Sinn. Ist ja so klar, natürlich. Ich habe die Beständigkeit, das Verlässliche, ich habe das woanders gesucht. Aber genau das war in dem Wandel, da ist die Verlässlichkeit. Darauf kann ich zählen. Dass wir alle älter werden, können wir darauf zählen. Dass das Erleben weitergeht, egal was jetzt passiert, darauf können wir zählen. Und wenn es im Sterbeprozess ist und danach, es ist sowas von sicher. Okay? Und jetzt gibt es noch was. Es geht weiter. Jetzt machen wir das Wasserelement. Seid ihr okay? Können wir schon weitergehen? Wasser? Fließen. Aber Wasser steht hier in dieser Art der Darstellung vor allen Dingen für das, was das Fließen ermöglicht, und das ist die Kohäsion. Ja? Wasser ist, das wässrige Element ist das einzige Element, also immer da, wo Kohäsion ist die Möglichkeit, sich zu spiegeln. Es entstehen spiegelglatte Oberflächen. Ein Wasserfaden hat eine gewisse Kontinuität. Und das ist das Nächste. Das ist das nächste Element, eine Kontinuität des Erlebens. Also nicht nur unbeständig, sondern kontinuierlich. Durch alles hindurch. Die Qualitäten des Erlebens weben sich durch jede Erfahrung hindurch. Komme, was wolle. Es geht weiter. Das ist der kontinuierliche Aspekt.
Und wie das Wasser, auch wenn es ein Greifen gibt, auch wenn es Blockaden gibt und wir irgendwie mit etwas nicht einverstanden oder es haben wollen, das Wasser findet immer Wege weiter zu fließen. Das Erleben fließt weiter, egal wie groß das Greifen ist. Ja? Es fließt halt im Greifen weiter. Es fließt in der Verzweiflung weiter. Es fließt in der Freude weiter. Ja? Es geht immer weiter. Diese Kontinuität des Erlebens, das ist das Wasserelement. Jetzt nehmen wir Feuer. Feuer. Wir denken, wenn wir Feuer hören, sehr stark an Wärme, aber das ist ein physikalisches Phänomen. Ja? Womit hier eigentlich, was Feuerelement in dieser Art, die Elemente zu sehen, ist vor allen Dingen die erleuchtende Kraft von allem, überall, wo die Hitze intensiv wird, entsteht ein Leuchten. So ist die Sonne, ja, ist der Lichtgeber für die Planeten, die um die Sonne herumkreisen. Und überall, wo Feuer brennt, ist nicht nur Wärme, klar, das ist aufgrund der Anregung ist das da, das spielt eine Rolle, aber vor allen Dingen überall, wo Feuerelement dominiert, ist Licht da. Licht ist das, was uns hilft zu unterscheiden. Ja? Die Menschen mit viel Pitta in der ayurvedischen Art, die Elemente zu benutzen, die können speziell fein unterscheiden. Ja? Diese Unterscheidungskraft, die Fähigkeit zu differenzieren, das ist die Feuerkraft in unserem jetzigen Erleben, dass wir diese Worte, diese Klänge unterscheiden können, sind ja doch nur ein paar gerollte Vokale und Konsonanten, die hier durch die Luft sausen und dass wir daraus Sinn machen können, sogar sehr subtilen Sinn und das mit etwas verbinden können, dass tatsächlich jetzt die ganze Zeit, während ich schwätze, das Erleben weitergegangen ist und wir verschiedene Nuancen der Bedeutungen erspüren, während wir gleichzeitig Nuancen des visuellen Erlebens, des Hörerlebens, des körperlichen Erlebens auch noch wahrnehmen. Das ist das Feuerelement. Also die Klarheit, die Lichthaftigkeit, wie soll man sagen, die Präzision, als ob ein strahlendes inneres Licht angegangen wäre und wir alles ganz fein unterscheiden können. Da können wir auch die Augen zumachen und uns alles zuhalten und die Fähigkeit, fein zu unterscheiden, zum Beispiel, wenn uns dann die Luft ausgeht, falls wir uns den Mund und die Nase zuhalten, wie das ist zu sterben. Also wie das auch das, alles, das ist die Feuerqualität. Ganz feines Wahrnehmen, in allem. Egal was es ist. Diese feine Fähigkeit wahrzunehmen, das ist so, wie im dunklen Keller das Licht angeht. Okay, deswegen früher waren Lichtquellen immer Feuer, ja, waren immer damit verbunden und sind es ja eigentlich auch bis heute, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch eine Form von Feuer da oben. Ne? Also da diese Fähigkeit deutlich zu sehen, das ist die natürliche, unterscheidende Qualität unseres eigenen Geistes. Okay, das haben wir. Deswegen können wir lernen. Deswegen können wir denken, deswegen können wir eine Geistesbewegung von der anderen unterscheiden, eine Erfahrung von der nächsten und so weiter. Das ist Feuer. Also da ist klar, da ist die Dynamik des Feuers ist mit drin, da ist auch das Belebende, wo Wärme oft für steht, Wärme steht für was Belebende, das ist alles mit drin. Und das ist nicht die Hauptqualität, auf die wir uns beziehen. Es ist alles mit drin, klar. Ne? Überall, wo Feuer ist, ist hohe Aktivität im Spiel. Das ist diese vibrierende Grundnatur des Seins. Und jetzt kommen wir zum Windelement. Ne? Wind. Weht hier ja immer schön durchs Tal. Meistens von Westen kommend, manchmal die kalten Winde von Osten kommend und Winde gestalten. Ne? Das ist so, ihre Winde sind gestaltende Kräfte. Wind über einer Wasseroberfläche gestaltet die Wellen. Ne? So. Bewegt die Blätter, formt die Dünen, trägt die Berge ab.
Ja, so wirbelt den Staub durch die Luft. Und naja, Wind, das ist so, was Wind macht. Und natürlich ist das Windelement in unserem Erleben als gestaltende Kraft spürbar. Das ist die Kreativität unseres Lebens. Wir können, da wird gestaltet. Da sind Kräfte am Wirken. Alle Kräfte, die da am Wirken sind, das sind Winde. Okay? Das sind die Winde von verschiedenen Gewohnheitsmustern, die Winde von äußeren Einflüssen, gesellschaftlichen Einflüssen. Winde, ja? Also viele, viele Kräfte, die zusammen die Turbulenzen unseres jetzigen Erlebens gestalten. Und unser eigener Geist ist in der Lage, Erleben zu gestalten. Einfaches Beispiel, ihr könnt auf Wunsch euren Blick in eine andere Richtung richten, okay? Ihr könnt zum Beispiel im Körper sagen, Aufmerksamkeit ins linke Knie, Rücken, Kopfhaut. Ihr könnt lenken, ja? Das ist Wind. Das Lenken der Aufmerksamkeit an Vater denken, an Mutter denken, an Kinder denken, was auch immer. Bewusstheit lenken, gestaltet das Erleben, weil die Aufmerksamkeit woanders hingelenkt wird, kommt ein anderes Erleben. Das ist die gestaltende Kraft des Geistes. Jetzt ist es so, dass in dem erwachten Gestalten hat sich etwas geändert. Und zwar jetzt für unsere Eins, wenn wir so in unseren Mangelmustern unterwegs sind, dann wollen wir unser eigenes Leben immer etwas besser gestalten. Vielleicht seid ihr mit dem Wunsch hier irgendwie doch noch besser rauszukommen, als es so. Ja, irgendwas zu lernen, was dann hilfreich sein könnte für zu Hause und den Rest des Lebens und so. Irgendwie noch der Wunsch, dass es besser sein möge. Aber meine einzige Aufgabe ist, euch zu zeigen, dass alles schon perfekt ist. Dass die Natur eures Geistes alles schon in sich trägt. Alles, was es braucht, ist schon da. Und das nennt man eine spezielle Form, das ist der erwachte, gestaltende Wind, das ist erwachte, gestaltende Aktivität. Nicht, dass ich erwacht sei, sondern das ist einfach meine Aufgabe als Dharma-Lehrer. Die einzige gestaltende Aufgabe ist, die Vollendung des Jetzt zu zeigen. Das ist, was Erwachte gestalten. Die gestalten gar keine Projekte. Schaut mal so einem großen Erwachten zu wie einem Karmapa oder so, die gestalten gar keine Projekte. Denen geht es immer nur darum, uns zu zeigen, dass wir endlich mal zu Hause ankommen, dass alles schon da ist, wonach wir suchen. Ja, das ist das Gestalten. Und deswegen wird das allvollendendes Gewahrsein genannt, weil die Winde des Gestaltens, die Kreativität des mitfühlenden Geistes, geht immer in Richtung auf natürliche Vollendung, natürliche Vollkommenheit. Das ist, was mit Dzogchen gemeint ist. Das ist die Vollendung und das wohnt unserem Geist inne. Diese Winde des erwachten Gestaltens in uns, die zeigen uns die innewohnende Freiheit. Die innewohnende Vollkommenheit des Erwachens gerade jetzt. So. Das ist Wind. Karma, Winde, ja? Die karmischen Winde, das Gestalten, das Wirken, aber diesmal aus der erleuchteten Sicht. Und Raum hatten wir jetzt noch 5. Element. Ne? 5. Element Raum ist die weite, offene Natur des Geistes. Es ist immer da, durchdringt alles. Und es ist nicht ein Raum, der wie der Raum hier in der Klangschale dann etwas anderes umfasst, sondern der Raum, von dem wir sprechen, der durchdringt alles, was wir erleben. Das ist nicht nur ein Raum der Möglichkeiten, in dem alles Mögliche sich zeigen kann, sondern dieser Raum ist sogar die wahre Natur von allem, was sich darin zeigt. Also auch die Ich-Idee, sobald wir ihr selbst unsere Aufmerksamkeit schenken und dieses
Ich oder irgendein Gedanken, den wir gerade hatten, irgendein Bild, sobald wir uns darauf ausrichten, entdecken wir wieder den Raum, der die ureigene Natur einer jeden Geistesbewegung ist. Das ist mit Raumelement gemeint. Und deswegen haben wir jetzt, in dem Erleben, wo wir jetzt sind alle Elemente vereint. Total verlässlich in der nicht greifbaren Natur, ne? Erde. Fließendes Erleben, seitdem ich angefangen habe zu erzählen. Okay? Völlig differenziertes Erleben. Es war durchaus unterschiedlich. Ja? Wir haben verschiedene Dinge gehört und Ahas und Fragezeichen erlebt und dieses und jenes. Ja? Okay? Gestaltet. Ihr habt mal eure Aufmerksamkeit dahin gelenkt, mal dorthin, das war das äußere Gestalten und tatsächlich eine Ahnung, wie sich die Aufmerksamkeit tatsächlich auch so gestalten kann, immer wieder die Vollendung des Seins zu sehen. Und das alles in einem Raum, der nicht nur das Gestalten ermöglicht, sondern alle Gestaltungen durchdringt. Okay, das war die Zusammenfassung. Ja? Okay. Gut. Und jetzt praktizieren wir das wieder. Wenn ihr in den Instruktionen im Ozean des wahren Sinnes, also dem Mahamudra-Buch vom 9. Karmapa, unterm Guru-Yoga liest, dass es 4 Arten von Gurus gibt, dann ist das hier der Guru der Elemente, der Guru der Situationen. Ja? Das ist die 3. Art von Guru. Der menschliche Guru mit Linie, der Guru der Texte, der Guru der Situationen, der Elemente und der Guru der Natur des eigenen Geistes. Das, was ich euch gerade erklärt habe, das ist der Guru der Elemente. Ja?